The relation between the job and the personal life was what really took me over the edge. And I started feeling things that I've never felt before and I got very sad and very down. Im Alter von 41 Jahren hat Prinz William endlich das Wort ergriffen. Nicht als König, nicht als zukünftiger König, aber als Sohn wird er von der schrecklichen Realität der Geschichte seiner Mutter heimgesucht. Heute gesteht er, was viele Menschen seit Jahrzehnten im Stillen vermutet haben. Bewerten Sie mit 1, wenn Sie schon immer der Meinung waren, dass Diana Geheimnisse hatte, die nur ihre Jungen vollständig verstehen konnten. Und mit 0, wenn Sie glauben, dass die Wahrheit hätte verborgen bleiben sollen. Was hat Prinz William zugegeben? Welche Verdachtsmomente hat seine Enthüllung bestätigt? Tauchen Sie mit uns in dieses interessante Thema ein. Prinz Williams Offenbarung. Prinz William wurde als Kind von seiner ganzen Familie beobachtet und beschützt, und er wurde vom Rest der Welt bewundert. Prinz William war einst ein kleiner Junge. Auf der anderen Seite hat sich der Prinz, der sehr beliebt ist, als Erwachsener geoutet und eine Wahrheit enthüllt, die viele Menschen fürchteten. Dies ist auf die traurigen Umstände zurückzuführen, unter denen er aufgewachsen ist, darunter die Auflösung der Ehe seiner Eltern und die anschließende Scheidung sowie der Tod seiner Mutter, als er 15 Jahre alt war. Im Laufe seines Lebens glaubten viele Menschen, dass Prinz William hinter seinem scheinbar tadellosen Lebensstil eine Menge Leid verbarg. Die Genauigkeit, mit der sie das Thema bewerteten, verblüffte sie. Prinz William wurde am 21. Juni 1982 im Londoner St. Mary's Hospital geboren. Er war das erste Kind von König Charles und wurde von seinen Eltern geboren. Im Vereinigten Königreich ist er der Kronprinz. Wenn Prinz William in die erstaunlichste Familie des Vereinigten Königreichs hineingeboren wurde, kann man davon ausgehen, dass sein Leben eher einem Märchen gleicht. Denn der Prinz von Wales bleibt der Prinz von Wales. Aber war das wirklich so? Von dem Moment an, als Prinz William seinen ersten Atemzug tat, bis zu seinem Tod, war sein Leben alles andere als gewöhnlich. Sein Leben war bemerkenswert. Seine Mutter, Prinzessin Diana, war bestrebt, ihren Kindern eine bodenständigere Erziehung zukommen zu lassen, obwohl sie in opulenten Verhältnissen aufgewachsen waren. Sie war entschlossen, ihren Kindern eine konventionellere Erziehung zu bieten. Sie nahm sie an Orte mit, an denen die meisten königlichen Kinder noch nie zuvor gewesen waren, wie Obdachlosenheime, AIDS-Kliniken und sogar McDonald's, damit sie ein besseres Verständnis für die Welt außerhalb der Palasttore und für ihre Stellung im Vergleich zu ihrem privilegierten Status entwickeln konnten. Trotz ihrer größten Bemühungen konnte sie ihre Kinder vor bestimmten Dingen nicht schützen. Sie war nicht in der Lage, sie vor bestimmten Dingen zu schützen. Ihre turbulente Ehe mit König Karl ist ein Beispiel für diese Veranlagung. Darüber hinaus überhäufte Diana William nicht nur mit Aufmerksamkeit, sondern vertraute ihm auch ihre Probleme an und erzählte ihm gelegentlich Dinge, mit denen ein kleiner Junge nicht konfrontiert werden sollte. Diana bezeichnete William regelmäßig als ihren kleinen, weisen, alten Mann, und sie betrachtete ihn mehr als Beschützer denn als Sohn. Dies sind 2 Beispiele dafür, wie sie William sah. Darüber hinaus spürte William, trotz seiner kleinen Statur, die Last der Trauer seiner Mutter auf seinen Schultern, als ihre Ehe mit Prinz Charles gewaltsam beendet wurde. Und das, obwohl er jünger war als seine Mutter. Obwohl es eine Sache gab, die ihn auf das, was folgte, hätte vorbereiten können, war sie unzureichend. Prinzessin Diana, die weithin als die beliebteste Königin ihrer Zeit galt, starb am 1. August 1997 bei einem Autounfall in Paris. William, der damals erst 15 Jahre alt war mit seinem Bruder Harry auf dem Weg zum Schloss Balmoral in Schottland, als sein Vater ihm die schreckliche Nachricht überbrachte. Harry war während der Reise ebenfalls anwesend. Auch Harry war in diesem Moment anwesend. Obwohl die ganze Welt den Tod der schönen Prinzessin Diana betrauerte, war William nicht in der Lage, die Trauer zu ertragen. Später erklärte er, er habe mehrere Jahre lang unter Schock gestanden und sei nicht in der Lage gewesen, den Tod der wichtigsten Person in seinem Leben zu verarbeiten. Er erklärte auch, dass er nicht in der Lage gewesen sei, sich der Wahrheit zu stellen. Als seine Mutter spurlos verschwand, musste sich der junge Prinz plötzlich ohne sie in der Welt zurechtfinden. Am Trauerzug nahmen Prinz William, Prinz Harry, Prinz Charles, Prinz Philip und sein Onkel, Earl Spencer, teil. Prinz William führte den Zug an, der hinter dem Sarg mit Dianas Überresten herging. Während dieser qualvollen Reise verfolgte die ganze Welt, wie die beiden jungen Prinzen,
die völlig von Trauer überwältigt waren, ihren Weg durch die Wüste nahmen. Trotzdem schien es nicht so, als sei dies die Entscheidung gewesen, die man sofort getroffen hatte. Nachdem einige Zeit verstrichen war, sagte William, er sei im Moment unschlüssig und zögere, an dem Marsch teilzunehmen. Er war unsicher und besorgt, ob er überhaupt teilnehmen kann. Sein Großvater, der königliche Prinz Philip, gab ihm die Worte, wenn du gehst, werde ich mit dir gehen, in einer fürsorglichen und freundlichen Art und Weise mit auf den Weg. William gab später eine Erklärung ab, in der er die Erfahrung als eines der schwierigsten Dinge bezeichnete, die er je in seinem Leben getan habe. Nach dem Tod von Prinzessin Diana zogen sich Prinz William und Prinz Harry von ihren Verpflichtungen zurück, obwohl sie ihre Trauer noch immer privat verarbeiten mussten. Alle dachten, sie hätten ihren Kummer überwunden, weil keiner von ihnen seinen Schmerz über mehrere Jahre hinweg öffentlich zum Ausdruck gebracht hatte. Dies führte zu der Annahme, dass sie erfolgreich gewesen waren. William hingegen war überrascht von der unerwarteten Wirkung, die die lange Zeit der Stille auf ihn hatte. Während seiner Diskussion über den frühen Tod seiner Mutter hatte der Prinz von Wales eine unerwartete Einsicht, die aufgrund ihrer enormen Bedeutung in der ganzen Welt Widerhall gefunden hat. In den letzten Monaten hat er offen über die enormen Auswirkungen des Verlusts seiner Mutter auf seine psychische Gesundheit und den Verlauf seines Lebens gesprochen. Durch dieses Geständnis hatten wir die Möglichkeit, eine Seite von ihm zu sehen, die nur wenige andere zuvor gesehen haben. Nur wenige Menschen haben diese Seite von ihm je zuvor gesehen. Wir haben gesehen, dass William trotz seines Status als Mitglied der königlichen Familie mit seiner psychischen Gesundheit zu kämpfen hatte. Wir haben das gesehen. Viele Jahre lang unterdrückte der Prinz seine Gefühle, weil er glaubte, dass es keine Option sei, Verletzlichkeit zu zeigen. Während er das Eton College besuchte, konzentrierte er sich auf sein Studium. Danach setzte er seine Ausbildung an der University of St. Andrews fort, wo er Kate Middleton kennenlernte, die später seine Frau werden sollte. Der Prinz widmete sich voll und ganz seiner Aufgabe, in der Hoffnung, dass er sein Leiden lindern könne. Doch trotz seiner Bemühungen, sein Leben fortzusetzen, hat ihn das Elend weiter geplagt. In einem kürzlich erschienenen Dokumentarfilm verriet William, dass der Schock über den Tod seiner Mutter ihn immer noch belastet. Der Dokumentarfilm wurde erst vor kurzem veröffentlicht. Nach dem Schock befindet sich mein Körper immer noch im Chaos, obwohl viele Menschen glauben, dass es unmöglich ist, so lange durchzuhalten. Passiert es doch. In der Dokumentation Mind Over Marathon, die am Donnerstag auf BBC One ausgestrahlt wurde, sagte er Folgendes. Nach Ansicht von Prinz Harry, dem Bruder von Prinz William, war es angemessen, über unangenehme Erfahrungen zu sprechen. Prinz Harry ist ein Mitglied der königlichen Familie. Williams, der heute Herzog von Cambridge ist, sagte der BBC, er habe die Entscheidung treffen müssen, mit dem Tod seiner Eltern leben zu lernen, auch wenn es für ihn schwierig gewesen sei. Williams ist jetzt der Herzog von Cambridge. 20 Jahre nach der Katastrophe brachte er die Tatsache zur Sprache, dass der Schock immer noch das Entscheidende ist, was er über den Tod seiner Mutter empfindet. Dies geschah in einem heiklen Moment. Anschließend erklärte er, dass dies etwas sei, das man nie vergesse und dass es ein Punkt im Leben sei, der so tiefgreifend sei, dass er einen nie verlasse. Er bemerkte auch, dass es etwas sei, über das man nie hinwegkommen könne. Williams behauptete, er habe seine Mutter bei seiner Hochzeit mit Kate, die 2011 in der Westminster Abbey stattfand, in der Nähe gespürt. Wenn Sie jemals Dianas Stärke zu schätzen gewusst haben, bitte mögen Sie dieses Video, um Ihr Vermächtnis zu feiern. Bitte teilen Sie uns Ihre Kommentare mit, waren Sie von Williams Geständnis erschrocken? Vergessen Sie nicht, sich für weitere königliche Entdeckungen aus Vergangenheit und Gegenwart anzumelden. Ein Blick auf die Entwicklung von Prinz William als König. Dank der ungewöhnlichen Erziehungsmethoden von Prinzessin Diana wuchsen Prinz William und Prinz Harry zu jungen Männern heran, die bescheiden waren und auf ihre Fähigkeiten vertrauten. Dies war das Ergebnis von Prinzessin Dianas ungewöhnlichen Erziehungsmethoden für ihre Kinder. Trotzdem konnte das Buch nach ihrem Tod noch eine Reihe von Dingen erreichen. William besuchte eine Reihe der renommiertesten Bildungseinrichtungen im Vereinigten Königreich, angefangen bei der Jane Minor Nursery bis hin zur Wetherby Preparatory School in London. Der Zugang zu Privatschulen und Nachhilfeunterricht war eine Situation, die er brauchte, um sich auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. Er war in der Lage, sich auf diese Probleme vorzubereiten, da er sie hatte, bis er das Erwachsenenalter erreichte
trat er in die Fußstapfen des vorherigen königlichen Kommandanten. Als William seine Studien am Eton College fortsetzte, konzentrierte er sich auf Geographie, Biologie und Kunstgeschichte. Williams war ein Schüler mit außergewöhnlich hoher Intelligenz. Seine schulischen Erfolge waren eine 1 in Geographie, eine 3 in Biologie und eine 2 in Kunstgeschichte. Seine Note in Geographie war eine seiner akademischen Leistungen. Seine schulischen Leistungen waren insgesamt recht beeindruckend. Als er Kapitän der Fußball- und Schwimmmannschaft seiner Schule wurde, zeigte er ein starkes Interesse an Führungsqualitäten und Engagement für den Sport. Er war nicht nur für seine bemerkenswerten Leistungen im Wasserball bekannt, als er Schüler in Eton war, sondern auch dafür. Williams' Entscheidung, Eton zu besuchen, war ungewöhnlich, da sie im Gegensatz zu der üblichen Praxis stand, den königlichen Nachwuchs nach Gordonstoun zu schicken, einer Schule, die sowohl von seinem Vater als auch von seinem Großvater sehr geschätzt wurde. Da die Schule den Anforderungen der königlichen Familie entsprach, wurde ihm der Besuch von Eton empfohlen. Außerdem waren sein Bruder und Dianas Vater ebenfalls ehemalige Schüler in Eton. Die beiden fraglichen Personen waren beide Schüler in Eton. Nach seiner Entscheidung, einen anderen Weg einzuschlagen, hat Prinz William beschlossen, seine Familie im Gegenzug für diese Informationen regelmäßig mit Informationen über sein Leben zu versorgen. Gemäß der Vereinbarung, die zwischen der königlichen Familie und den Sensationsmedien ausgehandelt wurde, muss William seine Privatsphäre wahren, während er seine Ausbildung absolviert. Seitdem die Vereinbarung getroffen wurde, hat sich diese Position durchgesetzt. Der Leiter der Pressebeschwerdekommission, John Wake, war dafür verantwortlich, dass Prinz William als junger Mann dargestellt wurde, der während seines Studiums eine wichtige Entwicklungsphase durchlief. Diese Maßnahme wurde ergriffen, um die öffentliche Wahrnehmung von Prinz William zu schützen. Mit dieser Strategie sollte verhindert werden, dass Prinz William in dieser Zeit als öffentliche Person oder Berühmtheit wahrgenommen wird. Diese Maßnahmen wurden in der Absicht ergriffen, die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung seiner prägenden Jahre im Schulsystem zu lenken. Trotzdem war Williams Leben als Schüler alles andere als einfach. Noch während seiner Schulzeit musste der Prinz eine Reihe von Hindernissen überwinden, darunter eine schwere Hirnschädigung. Im Laufe seiner Schulzeit wurde er mit einer Reihe von zusätzlichen Herausforderungen konfrontiert. Ein Mitarbeiter, der zum Zeitpunkt des Unfalls einen Golfwagen lenkte, hat Prinz William im Juni 1991 eine Kopfverletzung zugefügt. Der Unfall wurde von dem Mitarbeiter verursacht, der den Golfwagen bediente. Zur Behandlung seiner Wunden wurde Prinz William in eine Einrichtung geschickt, die Mitglieder der königlichen Familie medizinisch betreut. Um den Schädelbruch, den er erlitten hatte, zu beheben, musste er im Great Ormond Street Hospital operiert werden. Diese Operation war notwendig. Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Narbe, die als Folge des Vorfalls auf seinem Kopf zurückblieb, nicht das Ende seiner Probleme oder Schwierigkeiten war. Im Laufe der Zeit hatte er weiterhin mit Herausforderungen und Schwierigkeiten zu kämpfen. Prinz William wurde in einer anderen Situation in einen weiteren Zusammenstoß verwickelt. 1999 erlitt er einen gebrochenen Finger, und um sich vor weiteren Verletzungen zu schützen, beschloss er, sich an der Hand operieren zu lassen. Dies geschah, um weitere Schäden zu verhindern. Sobald William sein Abschlusszeugnis von Eton erhalten hatte, wurde ihm klar, dass er in den Streitkräften dienen wollte. Nach Beendigung seiner Schulzeit kam er zu diesem Schluss. Zu der Zeit, als Prinz William seine Ausbildung beendete, wurde die Scheidung von Prinz Charles und Prinzessin Diana vollzogen. Dies geschah, als Prinz William noch in der Ausbildung war. Aufgrund dieser Katastrophe erlitt Prinz William schwerwiegende mentale und emotionale Auswirkungen, die auf seinen emotionalen Zustand zurückzuführen waren. Da Prinz William es für wichtig hielt, seinen jüngeren Bruder und seine Mutter vor der Öffentlichkeit zu schützen, nahm er ihnen gegenüber die Rolle eines Beschützers ein. Infolge seiner Überzeugung, dass sie vor den Mainstream-Medien geschützt werden mussten, wurde dies zu einem wesentlichen Bestandteil. Sie wurde nicht nur von einem skrupellosen Reporter ausgenutzt, sondern auch von den Verantwortlichen der BBC im Stich gelassen, die das Problem lieber ignorierten, als die schwierigen Fragen zu stellen. Ihr wurde der Eindruck vermittelt, dass sie ausgenutzt wurde. Sie wurde darauf aufmerksam gemacht, dass sie ein Opfer von Ausbeutung wurde. Aufgrund der zunehmenden Aufmerksamkeit, die die Medien der königlichen Familie und insbesondere Prinz William und seinem Bruder Harry schenken, war Prinz William gezwungen, seine Teenagerjahre damit zu verbringen, mit dem unerbittlichen Blick der Öffentlichkeit zurechtzukommen.
Dieser Umstand ist eine Folge der erhöhten Aufmerksamkeit, die die Medien der königlichen Familie schenken. William behauptet, dass dieses Ereignis einen Einfluss auf seine Sichtweise hatte, insbesondere im Hinblick auf seine Begegnungen mit den Medien und seine Überzeugungen in Bezug auf den Schutz der persönlichen Privatsphäre. Darüber hinaus hat die Tatsache, dass Prinz William die Scheidung seiner Eltern miterlebt hat, dazu geführt, dass er eine andere Sichtweise auf die Ehe und Beziehungen hat. Diese persönliche Begegnung hat seine Sichtweise tiefgreifend verändert. Nach den tragischen Ereignissen empfand der Prinz von Wales ein überwältigendes Gefühl der Trauer. Infolgedessen ging er romantische Beziehungen mit Vorsicht an und legte mehr Wert auf seine eigene Selbstfürsorge als auf die Fürsorge anderer. Dadurch war er endlich in der Lage, die Anforderungen seines Privatlebens mit seinen Verpflichtungen gegenüber der Öffentlichkeit in Einklang zu bringen. Dieses Ziel konnte er erreichen. Die Tatsache, dass seine Eltern eine Zeit lang getrennt gelebt hatten und die Auswirkungen ihrer Trennung beeinflussten auch Prinz Williams Vorstellung von seiner zukünftigen Rolle in der königlichen Familie. Aufgrund der humanitären Arbeit seiner Mutter war Prinz William motiviert, in die Fußstapfen seiner Mutter zu treten, als er älter wurde. Prinz William wurde dadurch motiviert, in die Fußstapfen seiner Mutter zu treten. Prinz William hat sich in den letzten Jahren zu einer der einflussreichsten Stimmen entwickelt, wenn es darum geht, das Bewusstsein für die psychische Gesundheit zu stärken. Es gab Gerüchte, dass der Herzog von Cambridge Anspielungen auf seine Mutter Diana sowie auf seine eigenen Probleme mit der psychischen Gesundheit gemacht hat. Dieses Vorhaben ist Teil des Versuchs, das Stigma auszumerzen, das mit psychischer Gesundheit und Depression verbunden ist. Als der Prinz der GQ verriet, dass es für ihn eine transformative Erfahrung war, offen und ehrlich über seine Probleme zu sprechen, war dies ein Moment, der einen Wendepunkt in seinem Leben markierte. Infolgedessen änderte er seine Sichtweise auf die Verletzlichkeit und machte sie von einem Punkt der Schwäche zu einem der Stärke. Dies ist auf die zuvor beschriebenen Faktoren zurückzuführen. Er führte weiter aus, dass er sich derzeit in einer Situation befindet, die weitaus besser ist als alles, was er seit geraumer Zeit erlebt hat. Jetzt, wo er in einer Situation ist, in der er offener und ehrlicher über seine verstorbene Mutter sprechen, sich besser an sie erinnern und erfolgreicher in der Öffentlichkeit über sie sprechen kann, ist er in der Lage, all diese Dinge zu tun, dass er fast 20 Jahre gebraucht hat, um diesen Grad an Akzeptanz und Offenheit in Bezug auf seine sexuelle Orientierung zu erreichen, bekräftigte Prinz William als Teil seiner ständigen Verpflichtung, ehrlich zu sein. Außerdem räumte er ein, dass es ihm gelegentlich immer noch schwer fällt, auch weil es damals so neu war. Nach seinen Worten ist dies der Hauptgrund für seine Probleme. Darüber hinaus räumte er ein, wie schwierig es für ihn war, Trauer über den Tod seiner Mutter zu empfinden, und hob hervor, dass sich sein Maß an Trauer von dem der anderen unterschied, da sich alle dessen bewusst waren. Außerdem behauptete er, dass er sich der Tatsache bewusst war, dass seine Mutter das Haus verlassen hatte. Jeder war sich der Nachricht bewusst und auch der Situation, in der sie sich befand. Prinz William hatte Schwierigkeiten, alles, was um ihn herum geschah, zu verstehen, als er mit der Aufmerksamkeit, die der Tod seiner Mutter und die Nachrichten, die in verschiedenen Boulevardzeitungen veröffentlicht wurden, auf sich zog, konfrontiert war. Um nicht erwischt zu werden, blieb ihm nichts anderes übrig, als während des Vorfalls zu schweigen. Das war jedoch nicht das Einzige, was sich damals ereignet hat. Sie haben nicht nur meine Mutter und den Rest meiner Familie im Stich gelassen, sondern auch die Öffentlichkeit im Allgemeinen. Sie haben jeden einzelnen von ihnen im Stich gelassen. Seine Kinder, Prinz George und Prinzessin Charlotte, sowie seine Frau Kate, die Herzogin von Cambridge, werden nie die Gelegenheit haben, seine Mutter kennenzulernen, sagte er in einem Interview mit GQ. Er bedauerte, dass seine Kinder nie die Gelegenheit haben werden, seine Mutter kennenzulernen. Außerdem drückte er seine Unzufriedenheit mit der Möglichkeit aus, dass seine Mutter nicht wegstirbt. Danach sagte er, dass er sehr dankbar dafür gewesen wäre, Catherine kennenzulernen und das Heranwachsen seiner Kinder zu beobachten, und dass er sie während des gesamten Prozesses um Rat gefragt hätte. Darüber hinaus erklärte er, dass er sich gewünscht hätte, ihre Perspektive zu kennen, die Erkenntnis, dass sie niemals die Chance haben würde, all diese Dinge zu erleben, sowie die Tatsache, dass seine geliebte Familie niemals die Chance haben würde, Prinzessin Diana zu treffen, ist zweifellos das, was Prinz William das Herz gebrochen hat. Das lässt sich nicht bestreiten. Der Journalist und Politiker Alastair Campbell war der Empfänger dieser Informationen, die er an ihn weitergab.
Diese Informationen wurden ihm von ihm zur Verfügung gestellt. Nachdem er sein Schweigen über seinen Verlust gebrochen hatte, blieb der Prinz nicht dabei stehen. Gleichzeitig übermittelte er seine Trauer an die Anwesenden. Er gründete 2016 gemeinsam mit seinem Bruder Prinz Harry und seiner Frau Catherine, Prinzessin von Wales, das Projekt Heads Together. Sie arbeiteten zusammen, um die Kampagne zu entwickeln, die eine gemeinsame Anstrengung war. Die beiden Hauptziele der Kampagne waren die Beseitigung des Stigmas, das mit der psychischen Gesundheit verbunden ist, und die Ermutigung der Menschen, Hilfe zu suchen, wenn sie Schwierigkeiten haben. William hat gezeigt, dass es ihm ein großes Anliegen ist, Menschen zu ermutigen, in seine Fußstapfen zu treten und sich den gleichen Herausforderungen zu stellen wie er, da er seine persönlichen Probleme in einer Weise offengelegt hat, die schockierend ehrlich ist. Laut einer Aussage, die dem Prinzen zugeschrieben wurde, gab es ein großes Stigma, das mit der Aufrechterhaltung der psychischen Gesundheit verbunden war. Die Tatsache, dass du Angstgefühle hattest, zeigte, dass du nicht die Kraft hattest, mit der Situation umzugehen. Trotzdem ist es etwas, das jeder von uns tut, um die Sache noch schlimmer zu machen. Nur eine kleine Minderheit von uns spricht wirklich darüber. Andererseits kritisierte er die Kultur der toxischen Männlichkeit, die es Männern schwer mache, über die Herausforderungen zu sprechen, die sie mit ihrer psychischen Gesundheit hätten. Der technische Krisendienst Shout steht allen, die mit ihrer psychischen Gesundheit zu kämpfen haben, zu jeder Tages- und Nachtzeit zur Verfügung. Seitdem hat William einen wesentlichen Beitrag zum Aufbau wichtiger Programme für die psychische Gesundheit geleistet. Darüber hinaus beschloss er, die Plattform Mental Health at Work aufzubauen, die sowohl für Arbeitnehmer als auch für Unternehmenseigentümer von Nutzen ist. Um die Sache noch schlimmer zu machen, ist er in seinen Bemühungen, offene Gespräche über psychische Gesundheit zu fördern, noch einen Schritt weiter gegangen, indem er sich an offenen Gesprächen mit anderen Personen wie Sportlern, Prominenten und Fachleuten für psychische Gesundheit beteiligt hat. Prinz Harry und sein Schmerz. Ähnlich wie Prinz William hatte auch Prinz Harry lange Zeit Schwierigkeiten, mit dem Tod seiner Mutter fertig zu werden. Eine faszinierende Entdeckung war, dass der jüngere Prinz anscheinend mit seiner eigenen Trauer ein wenig anders umgegangen ist als sein Bruder. Das war eine wirklich interessante Feststellung. Sie werden nicht nur erstaunt sein, wie Prinz Harry mit seiner Melancholie umgegangen ist, sondern auch besser verstehen, inwiefern er sich von Königin Elisabeth II. Und Prinz William unterscheidet. Da Prinz Harry in einem kürzlichen Interview deutlich gemacht hat, dass er seine Ängste tiefer vergraben hat als sein Bruder Prinz William, war es wesentlich schwieriger, sie nach einigen Jahren zur Sprache zu bringen, als es sonst der Fall gewesen wäre. Erst auf Williams Empfehlung hin entschloss er sich zu einer Therapie, die die enorme psychische Belastung, die er seit seiner Kindheit mit sich herumtrug, ans Licht brachte. Es ist möglich, dass das Alter der Jungen eine Rolle bei der außergewöhnlichen Vielfalt der Ergebnisse spielte, die sie erlebten. Die Situation könnte zu einer Reihe von unterschiedlichen Ergebnissen führen. Und dies ist eines davon. Es ist durchaus möglich, dass Harry, der erst 12 Jahre alt war, als Diana im August 1997 starb, noch nicht reif genug war, um den Ernst der Lage zu begreifen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Harry sich des Ernstes der Situation nicht bewusst war, die eingetreten war. Wenn man Harry Glauben schenken darf, kam er schließlich zu der Erkenntnis, dass das Fehlen einer Mutter ein alltägliches Ereignis ist. Diese Aussage wurde von ihm bereits früher gemacht. Aber das war für mich nicht das Erstaunlichste. Unmittelbar danach sagte Harry, dass er seit dem Tod seiner Mutter nur zweimal geweint habe, was angesichts der großen Trauer, die zu dieser Zeit in der ganzen Nation herrschte, eine schockierende Bemerkung war. Als Harry erfuhr, dass seine Mutter von uns gegangen war, sagte er, dass er sich Sorgen um sie mache. Dies war das zweite Mal in Folge, dass der Prinz Tränen vergoss. Das erste Mal bei der Beerdigung und das zweite Mal danach, als er sah, wie eine Nation ihr kollektives Herz losließ. Für den Prinzen waren diese beiden Umstände sehr wichtig. In einem offenen und ehrlichen Gespräch äußerte Prinz Harry seine Neugierde über die Umstände, die dazu führten, dass so viele Menschen weinten und vor einem so großen Publikum so intensive Gefühle zum Ausdruck brachten. Als Harry 12 Jahre alt war, äußerte er seine Verwirrung über die Tatsache, dass andere, die seine Mutter nie kennengelernt hatten, eine größere Verbindung zu ihr zu haben schienen als er. Er merkte an, dass er dies verwirrend fand. Harry bemerkte, dass er so etwas noch nie getan hatte.
Aufgrund der Tatsache, dass sie nach Dianas Tod weiterhin in Balmoral residierten, wurde der königlichen Familie zunächst vorgeworfen, dass sie keinen Bezug zur Trauer der Bevölkerung habe. Die Medien wurden darauf aufmerksam gemacht und berücksichtigten dies bei ihrer Berichterstattung. Diana wurde in einer privaten Zeremonie auf einer Insel inmitten eines Sees auf Spencers Stammsitz Althorpe in der Nähe von Northampton beigesetzt. Dies geschah nach der Trauerfeier in der Westminster Abbey. Nach Abschluss der Trauerfeierlichkeiten fand die Zeremonie statt. Doch obwohl man glaubte, alles sei abgeschlossen, litten die beiden Prinzen noch für unbestimmte Zeit weiter. Einmal mehr brachte Harry die Tatsache zur Sprache, dass er über 20 Jahre lang alle seine Gefühle unterdrückt hatte. Er betonte, wie schwer es sei, die psychologischen Auswirkungen einer solchen Trennung auf einen Jugendlichen in diesem Alter zu verstehen. Das betreffende Gespräch fand zu Beginn des Schuljahres statt. Nach seinem früheren Geständnis, dass er mit Ende 20 kurz vor einem Zusammenbruch stand, ist seine jüngste Enthüllung noch viel emotionaler, als sie ohnehin schon war, da er nun offener mit dem Thema umgeht. Insbesondere bemerkte er, dass ihm die früheste und grundlegendste Form des Trostes, den ein Kind erhalten kann, nämlich eine liebevolle Umarmung durch seine Mutter, vorenthalten wurde. Harry drückte seinen Kummer mit sehr konkreten Worten aus und erklärte, wie sehr er die Zuwendung seiner Mutter vermisst habe, die er von ihr erhalten habe. Er fuhr fort, dass Prinzessin Diana die beste Mutter der Welt und eine unglaubliche Umarmerin war. Diese Aussage machte er im Anschluss an seine frühere Rede. Im Laufe des Gesprächs antwortete Prinz Harry auf Nachfragen, dass er häufig an dieses besondere Mitglied seiner Familie denke. Bei diesem Eingeständnis war ein tiefes Bedauern zu spüren. Harry fuhr fort, indem er sagte, dass seine Mutter in seinen Gedanken ständig präsent sei, ebenso wie sie in denen von William, und dass die Tatsache, dass er sich dessen bewusst sei, nicht dazu beitrage, den Schmerz zu lindern, denn er lieb. Darüber hinaus erwähnte William, dass er in seinen Gedanken häufig an seine Mutter denkt. Danach sagte er, dass er und der ältere Prinz sich immer wieder wünschen, dass sie nach all den Jahren, die sie zusammen verbracht haben, noch am Leben wäre. Wenn sie an sie denken, fragen sie sich, was für eine Mutter sie heute gewesen wäre, welche Stellung sie in der Öffentlichkeit eingenommen hätte und was für eine Wirkung sie gehabt hätte, wenn sie noch leben würde. Von seinen ersten Jahren als junger Prinz bis hin zum herzzerreißenden Tod seiner Mutter Diana und dem Leid, das er durch die Last der königlichen Verantwortung erfahren hat, war die Karriere von Prinz William von Privilegien und Leid geprägt. Seine Reise begann, als er noch ein junger Prinz war. Im Laufe der Jahre hat er die Entscheidung getroffen, seine miserable Situation in eine Quelle des Dienstes zu verwandeln. Als Mitglied der heutigen königlichen Familie bemüht sich Prinz William darum, neu zu definieren, was es bedeutet, ein Teil der königlichen Familie zu sein, indem er offen und ehrlich über seine Probleme mit psychischer Gesundheit und Traurigkeit spricht. Er strebt danach, eine Führungspersönlichkeit zu sein, die nicht nur für die ihr übertragenen Aufgaben verantwortlich ist, sondern auch freundlich und unterstützend zu anderen ist, die unter ihrer Aufsicht stehen. Als hingebungsvoller Ehemann von Catherine, Prinzessin von Wales und liebevoller Vater von Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis ist William entschlossen, eine Zukunft zu schaffen, in der das emotionale Wohlbefinden der Menschen im Mittelpunkt steht. Nicht nur in seiner eigenen Familie, sondern auch in der Gesellschaft. Neben Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis ist er auch der Vater von Prinz George. In kurzer Zeit hat er sich von einem Jugendlichen, dem es schlecht ging, in einen Mann verwandelt, der nun bereit ist, sich selbst zu heilen und anderen dabei zu helfen, dasselbe zu tun. Bis zu diesem Punkt hat er erhebliche Fortschritte gemacht. Es ist klar, dass er einen weiten Weg zurückgelegt hat, wie die Tatsache beweist, dass er frei und offen über den Tod seiner Mutter und die verheerenden Auswirkungen auf ihn gesprochen hat. Während er weiterhin seine Trauer für diejenigen zum Ausdruck bringt, die in der privaten, der Öffentlichkeit verborgenen Arena des Trauerns leiden, zeigt er auch weiterhin sein Mitgefühl und seine Solidarität mit denjenigen, die einen Verlust erlitten haben, der nicht öffentlich gemacht wurde. Er teilt seine Gefühle mit anderen Menschen, die ihre Verluste nicht in den Vordergrund des öffentlichen Diskurses gerückt haben, indem er an den Überzeugungen seiner Mutter festhält und den Dingen, die sie ihm als Erbe hinterlassen hat, großen Respekt entgegenbringt, hat Prinz Williams enorme Fortschritte gemacht, um das Vermächtnis seiner Mutter zu ehren, das er als dauerhaft bezeichnet.
Zweifellos ist er darauf vorbereitet, irgendwann in der Zukunft König zu werden. Diese Schlussfolgerung kann nicht angezweifelt werden. Prinz William führt nicht nur mit der Tradition, sondern auch mit seinem leidenschaftlichen Herzen. Er führt mit Integrität. Wir fragen Sie nun, glauben Sie, dass das Geständnis von William längst überfällig war? Oder hat die königliche Familie zu viele Wahrheiten verborgen? Bitte teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Gefällt das Video, wenn Sie auf der Seite von Diana stehen? Abonnieren Sie das Video, um mehr ungehörte Geschichten hinter den Palasttoren zu hören.